Vielleicht kennst du dieses Gefühl. Der Tag beginnt schon innerlich mit Spannung, obwohl im Außen noch gar nichts los ist. Man steht auf und im Kopf laufen sofort die ersten Gedanken los. Am Abend bleibt dann oft der Eindruck, den ganzen Tag innerlich unter Strom gestanden zu haben, ohne genau zu wissen, wodurch das eigentlich ausgelöst wurde. Es geht darum zu verstehen, woher dieser Druck kommt und was uns im Alltag wirklich entlastet. Ein Teil dieser Anspannung entsteht dadurch, dass der Kopf ständig woanders ist. Du bist hier und gleichzeitig drehen sich die Gedanken um Dinge, die schon passiert sind oder um das, was vielleicht noch kommt. Erlebt wird immer nur dieser Moment, auch wenn der Kopf dauernd unterwegs ist. Genau an dieser Stelle berühren wir das Thema Zeit. Wenn von Zeit die Rede ist, geht es in unserem Alltag um Termine, Planung und vielleicht auch Verlässlichkeit. Dieses innere Hin und Her verstärkt unsere Unruhe. Man merkt das zum Beispiel daran, wenn jemand zuhört und innerlich schon beim nächsten Punkt ist. Die hört dann vielleicht zu und hört nicht hin. Zeit hat im Leben ihre Berechtigung. Ohne Planung und Absprachen würde vieles nicht funktionieren. Druck entsteht, wenn man gedanklich an Vergangenem hängen bleibt oder sich an dem festbeißt, was vielleicht noch kommen könnte. Viele Spannungen erwachsen aus dem, was man innerlich zu dem kommentiert, was gerade passiert. Und sobald das auffällt, entsteht ein kleiner Abstand. Innere Anspannung wächst oft aus dem Wunsch, dass die Dinge anders laufen müssten, als sie gerade laufen. Das soll anders sein. Und daraus entsteht Widerstand. Dieser innere Gegenzug kostet Kraft und wird ganz schnell zur Gewohnheit. Und mit der Zeit fühlt sich das Leben dadurch schwerer an, auch wenn sich im Außen gar nicht so viel verändert hat. Wenn dieser Widerstand schwächer wird, verändert sich das Erleben spürbar. Die Situationen bleiben, wie sie sind, doch der innere Ton wird ruhiger. Die Wahrnehmung wird weiter und unsere Reaktion weniger automatisch und dramatisch. Stille kann uns sehr helfen, den eigenen inneren Zustand überhaupt wahrzunehmen. Gemeint ist damit aber kein Rückzug aus dem Leben, sondern ein kurzer Moment, in dem man merkt, was gerade in einem los ist. Selbsterforschung. Gedanken tauchen auf, Gefühle verändern sich und Spannungen lassen wieder nach. Das lässt sich übrigens auch mitten im Alltag beobachten, beim Gehen, Warten oder kurz bevor man etwas sagt. Durch dieses Hinsehen verändert sich die Beziehung zum eigenen Erleben. Gedanken werden als Gedanken erkannt, Gefühle kommen und gehen, Stimmungen wechseln. Doch das, was all das bemerkt, bleibt dabei gleich. Diese Einsicht entlastet, gerade dann, wenn innere Unruhe auftaucht. Man kann sie wahrnehmen, ohne sich vollständig von ihr mitziehen zu lassen. Viele Menschen suchen Halt im Außen. Und das ist verständlich, weil Sicherheit ein tiefes menschliches Bedürfnis ist. Gleichzeitig zeigt das Leben immer wieder, dass äußere Sicherheiten nicht verlässlich bleiben. Beziehungen verändern sich, Wege verlaufen anders als geplant und wenn man gelegentlich in den Spiegel guckt, bleibt der Körper auch nicht gleich. Wenn innere Stabilität nur von solchen Dingen abhängt oder abhängen soll, entsteht schnell Angst vor Veränderung. Ein ruhiger innerer Bezugspunkt, das Fundament der Präsenz entsteht, wenn man immer wieder merkt, dass man auch in unsicheren Momenten noch hier ist und wahrnimmt, was gerade geschieht. Sei jetzt hier. Aus dieser inneren Verankerung heraus verändert sich auch der Umgang mit anderen Menschen. Wer die eigenen Schutzmechanismen besser kennt,
erkennt ähnliche Muster leichter im sogenannten Gegenüber. Das Verhalten anderer wirkt weniger persönlich verletzend, ohne dass man es schönreden muss. Auf dieser Grundlage entwickelt sich Mitgefühl wie von selbst. Es fühlt sich dann an wie eine natürliche Haltung gegenüber unserer menschlichen Verletzlichkeit. Begegnungen werden ehrlicher, weil weniger innere Verstrickung im Spiel ist. Man kann ganz klar Nein sagen, ohne hart zu werden, und Ja sagen, ohne sich dabei zu verlieren. Das zeigt sich ganz praktisch im Alltag. Optisch verändert sich die Welt dadurch nicht grundlegend, doch das eigene Handeln bekommt eine ganz andere Qualität und deshalb wird es doch eine neue Welt. Selbstwirksamkeit entfaltet sich im eigenen Umfeld in konkreten Situationen und im Umgang mit den Menschen, denen man begegnet. Schon kleine Veränderungen in der eigenen Art zu reagieren verändern spürbar die Qualität von Beziehungen und unsere Beziehung zum Leben, das wir selbst sind. Innere Reife zeigt sich am Ende also in der Art, wie jemand lebt, hinhört, reagiert und mit sich selbst umgeht. Je stiller diese Klarheit wird, desto selbstverständlicher fließt sie in das Leben ein und lässt uns erkennen, was wir in Wahrheit sind. Eins mit allem.